Moin, herzlich willkommen zu einem Einbauvideo, heute mit unserem Kettenöler dem Mofessor und unserer brandneuen Yamaha Tenere. Wir werden euch zeigen, wie wir den Kettenöler an dem Motorrad verbaut haben, die wichtigsten Funktionen und wünschen euch dabei viel Spaß. Kümmern wir uns zunächst mal um den Tank. Wir haben jetzt hier den Langstreckentank verbaut, 120 Milliliter, reicht für ca. 10.000 Kilometer. Angebracht haben wir ihn unter der rechten Seitenverkleidung, wo jede Menge Platz ist. Und ja, wo man sonst auch einfach nicht hin muss. Zusätzlich dazu haben wir die variable Tankentlüftung installiert. Unserer Erfahrung nach ist das ganz hilfreich im Enduro-Bereich. Falls das Fahrzeug mal längere Zeit auf der Seite liegen sollte, dann läuft auf jeden Fall kein Öl aus. Das Dosierventil haben wir in der Querstrebe der Sitzbankbefestigung angebracht. Wir sehen jetzt hier den Schlauch kommend vom Tank. In einer Schleife führt er ins Dosierventil hinein. Hier geht er wieder raus. Das ist dann der Schlauch, der zur Auftragsdüse führt. Und hier haben wir zusätzlich unseren Hitzeschutzschlauch installiert, um die ganze Ölleitung vor thermischen und mechanischen Belastungen zu schützen. Die Auftragsdüse haben wir ans Kettenrad gelegt. Wir sind mit unserem Spezialhalter unten an die Schwinge gegangen und die Düse zeigt jetzt auf 6 Uhr. Die zentrale Steuereinheit von unserem Kettenöler haben wir hier unter der Sitzbank positioniert. Hier finden sich auch alle Stromanschlüsse und die Anschlüsse für das Dosierventil und den Regenschalter. An der Steuereinheit selbst kann man dann die Ölmenge einstellen, die den Ölfluss reguliert. Unser Kettenöler wird mit der Zündung aktiviert. Somit brauchen wir eine geschaltete 12-Volt-Leitung. Die findet sich bei der Tenere werkseitig unter der rechten Seitenverkleidung und mit dem passenden Stecker haben wir uns hier eingeklinkt. Den Regenschalter haben wir jetzt hier links am Lenker montiert, an der Klemmung von der Armatur. Das Kabel wird mit dem Kupplungszug zusammen runter zum Lenkkopf gelegt, dann rechts am Motorrad entlang zur Steuereinheit. Jetzt können wir unser System noch mit Öl befüllen. Dafür nehmen wir die Spritze, Ölflasche, stecken die hier ein und ziehen die einmal auf. Dann gehen wir zu unserem Befüllstutzen, ziehen die Kappe ab, Spritze reinstecken und drücken die Füllung in den Tank. Der Vorgang muss dann natürlich so oft wiederholt werden, bis unser Tank voll ist. Das dauert jetzt beim Langstreckentank ein bisschen länger, aber wie wir sehen, kommt hier schon das Öl. Zu guter Letzt können wir unser System noch entlüften. Das heißt, wir schalten die Zündung ein und bringen unser System in den Entlüftungs- oder Spülmodus. Das bedeutet, den Regenschalter 4 Sekunden lang drücken, bis er blinkt. Dann ist das Dosierventil dauerhaft geöffnet und wir können das Schlauchstück bis zur Auftragsdüse mit Öl füllen. Das bedeutet, wir setzen unsere Spritze wieder am Befüllstutzen an, halten zusätzlich die Entlüftung vom Tank oder der variablen Tankentlüftung zu und drücken dann unser Öl in die Ölleitung und nun füllt sich auch nach und nach die Leitung zur Auftragsdüse runter, bis dann unten bei der Auftragsdüse Öl austritt. Dann ist das System komplett entlüftet und einsatzbereit. Wir haben jetzt unseren Kettenöler erfolgreich installiert. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Informationen gewinnen, wie das System arbeitet und wie es sich auch am Motorrad anbringen lässt. Unsere Tenere darf sich jetzt beweisen auf der ersten großen Fahrt. Schauen wir mal, wie sie sich schlägt. Wenn ihr weitere Informationen braucht, schaut gerne bei uns auf der Internetseite vorbei und bis zum nächsten Mal.